Hallo und herzlich willkommen bei Erna, eurer exzellenten Retro-Nerd-Action. Ich bin der Daniel, bei uns geht's heute weiter mit Black Mirror. Beim letzten Mal haben wir uns ja das Schloss ein wenig angesehen und auch die Ländereien drumherum. Wir sind jetzt hier am Stall angekommen und haben uns da auch mit dem Stalljungen unterhalten, nachdem wir vorher den Gärtner kennengelernt hatten. Ich würde jetzt sagen, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie es jetzt weitergeht und wir haben meiner Meinung nach noch nicht so viel Progress gemacht im letzten Part. Wir haben uns sehr viel angesehen und alles, was ja auch schön ist, aber wir wollen natürlich auch weiterkommen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder ins Schloss und da finde ich, ist hier diese Kartenfunktion wirklich ganz prima gewählt. Man kann hier direkt auf Black Mirror Castle klicken und ist direkt wieder in der Haupthalle drin. Und das Gute daran ist, dass man, wie ihr alle wisst, ähm, ja sehr viele Bildschirme immer durchlaufen muss bei Point-and-Click-Adventuren. Und das kann man damit so ein bisschen umgehen. Finde ich gut. Mein Ziel wäre jetzt einfach nochmal der alte Flügel, weil mir beim letzten Mal aufgefallen ist, dass man hier, wenn man sich ein neues Item angeguckt hat, beziehungsweise einen Gegenstand mit dem Gegenstand interagieren möchte, wird der Pfeil immer rot angezeigt. This Oder one haben is wir long tatsächlich noch retired. ein paar Items und Gegenstände, die wir noch nicht untersucht zu haben scheinen? Da würde ich sagen, machen wir das jetzt mal und schauen mal, was passiert. It's destroyed like the rest of the room because of the unfortunate fire many years ago. This place is making me remember all those horrible events. Just ashes. Just ashes. Okay, komisch, dass das... Just ashes. Something is Ah, glittering in the interessant, ashes. okay. The remnants of a torn up photograph. Okay. Das ist sehr interessant. Ich habe jetzt normalerweise klicke ich immer mit dem linken Mauszeiger. Mich hat es jetzt irritiert, dass es die ganze Zeit rot geblieben ist und er hat den Text ja wiederholt. Habt ihr ja selber gemerkt. Jetzt habe ich einfach mal die rechte Maustaste gedrückt und daraufhin kam eine andere Aktion. Das ist ja interessant. Das heißt, wenn ich mit einem Gegenstand interagiere und er wiederholt sich immer mal wieder mit links, versuche ich einfach mal die rechte Maustaste ab jetzt. Gucken wir uns mal an, was wir jetzt gefunden haben. Okay, das ist ein altes... Foto. Okay. Da muss ich jetzt mal echt tatsächlich gucken. Schauen wir mal an, was wir hier alles haben. Wie viele Teile das sind. Okay, es scheint auf jeden Fall ein Gesicht zu sein. So, und auch hier ist mit der linken Maustaste nehmen wir uns die Puzzlestücke und mit der rechten Maustaste können wir sie drehen. So wie es passt. Da müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt einfach mal mit den Rändern anfangen. Mal schauen, was wir hier machen können. Warte mal, so. Ich nehme die Dinge jetzt erstmal alle raus. So. Also alles, was im Bilderrahmen ist, picken wir uns jetzt erstmal raus, wie ein gutes altes Puzzle. Und schauen mal, bis wir das hier... Weil, ganz ehrlich, das sieht ja schon so aus, als könnte man das hier oben hinpingen. Oder nicht? Ja, nicht. Ich weiß es nicht. Na gut. Oh, das sind wow. 47.000 Stücke. Okay. Gut, also diese Folge heißt Foto das Spiel. Wahrscheinlich. Wie es hier aussieht, sind das hier extrem viele... Ah, guck mal. Hier haben wir schon mal... Das scheint doch zumindest so ein bisschen zu passen, oder? Findet ihr nicht auch? Große Güte. Okay.
Okay, zumindest das Gesicht können wir schon mal so ein bisschen zusammensetzen. Das ist ja ganz gut. Macht das Sinn? Hat das Sinn ergeben? Ah ja. Das ist aber auch sehr dunkel, muss ich gestehen. Gucken wir, was hier. Okay. Nee, kann man nicht. Schade. Okay. Also wenn ihr da einen Tipp habt, wenn ihr dieses Video seht und ich dieses Rätsel hoffentlich gelöst habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, weil das hier ist ja extrem umständlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass die einzelnen Stücke, wenn man dann mal wirklich was Richtiges getroffen hat, dass die sich nicht verbinden lassen. Okay. Ich schmeiß die Sachen erstmal alle wieder auf den Haufen. Große Güte. Jetzt müsste ich nämlich hier... Ich werde jetzt einfach mal ganz frech. Sagen, dass das hier irgendwie so ein bisschen in die Mitte gehört. Ist das ein Ohr? Das wirkt doch wie ein Ohr, oder? Ah, warte mal. So. Hier. Okay, vielleicht fangen wir doch nicht mit den Rändern an, sondern mit dem Gesicht. Da haben wir zumindest ein paar Anhaltspunkte, was ja ganz gut ist. Ich würde sogar tippen, dass das hier vielleicht hier hinkommt. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay, ist auf jeden Fall eine Person. Das ist doch schon mal gut zu wissen, dass wir da jetzt einen Anhaltspunkt haben. Gut, Leute, wenn wir gerade dabei sind, würde ich jetzt einfach sagen, ich überspringe diesen Part, beziehungsweise werde ihn schnell vorspulen, damit wir uns da nicht allzu sehr damit aufhalten und das Video nicht komplett nur auf dieses Foto begrenzt ist. Bis gleich. I've never seen this face before, but who could have thrown the picture in that fireplace? And why did they take care to tear it up first? Ich hab's. Es hat auch nur 17 Minuten gedauert. Wahnsinn. Okay. Ja, wer ist dieser alte Mann? Das fragt man sich dann. Wer ist dieser alte Mann? Vielleicht ist es so ein junger Mann, ich weiß es nicht, ne? Aber wer ist dieser Mensch? Das werden wir hoffentlich bald herausfinden. Und ich hoffe, es wird nicht so kompliziert, wie dieses Foto zusammenzustecken. Okay. Das heißt aber, wir sind jetzt hier auf jeden Fall schon mal weitergekommen und haben dieses Bild The door is zusammengestellt locked. und die Tür ist immer noch abgeschlossen. Das bedeutet, jetzt haben wir aber tatsächlich meiner Meinung nach erstmal alles erledigt hier und gucken jetzt mal weiter. Was haben wir denn hier? Den Balkon. Ich finde, ich habe mir jetzt eine kleine Stärkung verdient und ja, ich esse Marzipankartoffeln. Vor Weihnachten. Liebe es.
On the marble plate are the names of all the lords of our family who lived here. The entire outer rim is full of old symbols and signs. No one understands what they mean these days. Okay. Ich meine, Bates wäre beim letzten Mal noch nicht da gewesen, weil wir haben uns ja schon die beiden großen Bilder unserer vermeintlichen Vorfahren angesehen. Und dann schauen wir mal, was der gute Bates uns so zu erzählen hat. I'm glad you have returned, sir. We have kept your room intact. It's exactly as it was when you left. Very nice. Thank you. If you would like to have it straightened or anything else, just tell me. That won't be necessary. It happened so suddenly, I didn't have time to write that I was coming. I would be happy to help you with anything. Thank you. I'll be fine. Do you need anything else, sir? Wir haben so ein paar Themen, über die wir mit ihm sprechen können. Fangen wir doch mal mit Robert an. I have spoken to Robert. It seems to me he may not be feeling well. It is probably due to his responsibilities at Ashbury. Lately it seems to really exhaust him. He has recently taken to spending most of his time at work, often not even returning home for the night. He usually arrives in the evening, locks himself in his study, and works late into the night. He won't even let me in. He may just not want to be disturbed. Maybe, but he would never do that before. I'll talk to him. All right, sir. I was under the impression that nothing had changed here since I left. So many years have passed, but it seems to me like it was just last month. The same scenery, the same weather, as though time would rather avoid this place. Sir, a lot has changed in your absence. Nothing is as it was, believe me. We are all growing old, and so is everything around us. I've been a servant here since my youth, and I know well how much a man can be changed by this place. During the last few months, things have been getting noticeably worse, day by day. It is as if the bleakness within the old walls of this manor is gradually taking us over. Maybe you're right. Even I don't feel exactly well within these walls. Been recalling memories of me that I've wanted to forget. Strange and dark in them. And that dismal silence. Okay, also wir merken, auch Bates fühlt sich mittlerweile nicht mehr allzu wohl in dem Schloss. Ich hoffe, Bates, das could you please klärt sich light noch up ein the bisschen auf. fireplace in my room? It's quite cold in there. Oh, pardon this old servant, sir. I had completely forgotten about it. I will be happy to light up your fireplace. Also, if you need the room cleaned up properly, please say so. It was abandoned for over 12 years, and one hasty cleanup is insufficient. No, the room is all right. Thank you. You're welcome, sir. I need the key to the attic. Do you know where I can find it? It is hanging in the kitchen right next to the cellar door. You cannot possibly miss it. I'm going to need the key later today. Can you please put it back afterwards, sir? Of course I'll return it. Thank you. Na, da können wir doch mal gucken, Are you sure dass wir you're uns all den right, Schlüssel Bates? gleich holen. You know you can take a rest whenever you want. Thank you, sir. I think I will be fine. Have a look at this picture. Do you know this Yeah. man? He does not look familiar to me. I am not very good at remembering faces, though. Sorry, sir. I think I will go now. I'll return to my work. Ja, lassen wir den guten Bates mal weiterarbeiten. Ich meine, es ist natürlich schon komisch, ein Bild in einem Kamin zu finden, in einem Flügel des Hauses, in dem ein Brand stattgefunden hat. Und dieses Bild, also der Mann auf dem Bild, ist für niemanden irgendwie bis jetzt, Stand jetzt, erkenntlich.
beziehungsweise bekannt, niemand bekannt, wer das ist. Das ist ja schon ein bisschen irritierend. Ich würde jetzt aber tatsächlich einmal, außer ich habe vergessen, dass wir diesen Schlüssel haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben diesen Schlüssel definitiv nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Küche und holen uns da den Schlüssel für den Dachboden. This is the key to the attic. I'll take it. So, damit haben wir den nämlich jetzt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt wieder hoch. I put the key back where I found it. This is the key to the attic. I'll take it. Gut. Hätte ich das gewusst, hätten wir das natürlich nicht gemacht. Gut, in dem Grinder kann man tatsächlich noch Gewürze wahrscheinlich verkleinern. Ich bin dafür, dass wir uns jetzt einfach alles nochmal angucken, was wir uns angeguckt haben, wo der Pfeil noch rot ist. Wir haben wahrscheinlich einiges übersehen in den ersten beiden Parts. Mal schauen. Mal sehen, was passiert. Okay, hier ist nichts. Stand jetzt. Nö, kann man auch nichts nehmen, gar nicht. Was mich halt wundert, hier kann man wieder nichts nehmen, aber ich versuche jetzt mal was. Okay. Hier ist auch nichts. War noch was Rotes? Ja. Der Stuhl. I used to sit on this chair at family dinners. Das ist also sein Stuhl. Muss man auch mögen, beziehungsweise wichtig finden, dass jeder so seinen eigenen Stuhl hat. Dann gehen wir jetzt mal wirklich nochmal in den alten Flügel und schauen uns da um. So. Jetzt. Door is locked. Ja. Die Tür ist immer noch verschlossen, das ist mir klar. Jetzt nutzen wir aber den Schlüssel für den Dachboden. Und schauen uns mal um. So. Was haben wir denn hier? Oh, eine Truhe. Da wird bestimmt was ganz Tolles drin sein. Truhen auf alten Dachböden It's locked. sind meistens verschlossen. Das ist richtig. Da gucken wir doch mal, dass wir hier noch irgendwie was anderes finden. War was in der Ecke? Ja. Empty picture frames and other old garbage. Useless. Okay. Ja, rechter Mausklick hat nichts gebracht. Die Truhe ist auf. Old scrolls and lots of spiderwebs. Okay, da ist aber nicht so viel los. Gucken wir uns mal die Box an. Wobei hier auch wieder der rote Pfeil bleibt. There is nothing in it, just a few sheets of paper. There is nothing useful in it. Entschuldigung. Okay, wir haben es jetzt zweimal angeklickt und bei beiden Malen hat er It's gesagt, quite well preserved. dass nichts Strange. Sinnvolles drin ist. Das heißt, die Truhe ist tatsächlich uninteressant. Ich scanne jetzt alles wirklich ab. Oh. Okay, also da kommen wir zum Turm. Die Tür scheint The tatsächlich entrance to the tower is nailed shut. I must get Vernagelt. rid of these barrier boards somehow. Okay. I can't do this with my bare hands. So, das ist klar. Haben wir denn schon mal irgendwas, um Nägel aus Hölzern zu... Weiß ich. Ich würde jetzt sagen, wir brauchen einen Hammer oder sowas, um die Bretter rauszureißen. Okay. Wir haben jetzt aber soweit gar nichts mehr hier zu tun. Das heißt, unser nächstes Ziel ist quasi der Hammer.
den wir hoffentlich finden werden. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Dass es immer eine feste Ladesequenz ist, in der man auch keine Zeit hat, beziehungsweise nicht die Möglichkeit hat, die Maus zu bewegen. So, Robert. Victoria is in the common room. Okay. I used to play chess here with William. I remember him teaching me my first moves, as if it were today. Ich überlege halt gerade, also wir suchen einen Hammer. Und ein Hammer wird wahrscheinlich eher hier nicht auffindbar sein. Ich denke mal eher wahrscheinlich draußen. Vermutlich bei einem der beiden Arbeiter, die da draußen sind. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen wieder bei den Stellen an. Vielleicht finden wir da irgendwas. Mal, ob es was Neues zu sagen hat. Vielleicht. Morris, do you have a moment? Sure. Seht ihr? Morris, look here. Schauen wir mal. Do you know this man? I wouldn't say so. I've never seen him around here. Okay, thank you. I will go then. All right, sir. Ich glaube, im Stall selber waren wir beim letzten Mal auch noch nicht. Die Tür ist nämlich jetzt hier tatsächlich neu. Okay, hier sind noch wieder ein paar Sachen. Gucken wir uns erstmal im... Hallo, Pferd. Hallo. Empty glasses and paint cans. Nothing useful. Schublade. Guckt mal, seht ihr, als hätte ich es I vorausgesagt. should be able Als to hätte ich es get rid of gewusst. the barrier boards on Richtig. the door to the Lass uns tower. doch einfach den Hammer nehmen. Kann man hier noch was Nützliches nehmen? Die Metallbox. Nails, screws, nothing I need. Okay. Schauen wir uns mal die Flasche an. Red wine from our cellar. How did the bottle get here? I'll ask Morris where he got it. Okay. Da haben wir dann doch nochmal einen Grund, den guten Maus anzusprechen. Our family's coat of arms. Das Familienwappen. Someone should repair it. Rutsche ist auch wirklich nicht mehr in dem besten Zustand. Ich würde jetzt ganz gerne, wenn es möglich ist, dass wir das Heuer angucken. Auch ganz wichtig. I don't want to get Da hatte dirty. ich mir. Also, kann man hier noch weitergehen? Nein. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier eigentlich, glaube ich, alles gefunden, was wir finden mussten. Wir haben diesen Hammer gefunden. Wir haben eine Flasche Wein gesehen. Wissen wir gefunden. Die Maus eigentlich gar nicht sitzen dürfte. Hat sich der Gute wahrscheinlich mal irgendwie geklaut. Schauen wir mal, wie er darauf reagiert, wenn wir ihn darauf ansprechen. Yes, sir. Morris, I've noticed you have a bottle of wine on your workbench in the stable. Wine? I sometimes take a sip when it's cold outside, but never during work. It appears to be our vintage red. Where did you get it? Well, Sir William gave it to me some time ago. Just this one bottle. Really? Yes, sir. Ah, All right, Morris. I do not believe that William would have given away some of our best wine. Morris must have gotten it some other way. I will go then. All right. okay. Ja, das ist der Zaun. This is the Auf place den William where gestürzt took ist, his genau. last breath. I won't leave before I find out the truth.
Ja, da bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt. Was da die große Wahrheit ist hinter allem. Mal schauen. Lass uns erstmal wieder hochgehen, dann gehen wir in den alten Flügel. Und jetzt schauen wir mal, dass wir diese Bretter von der Tür lösen können. So, Hammer. Ja, okay. Bin noch nicht weit genug nach links gegangen anscheinend. Gut, dann lösen wir die Bretter. Oder so. Das geht natürlich auch. Done. The path is free of Da bin ich mal obstacles. gespannt, was jetzt passiert. Was wir da sehen werden im Turm. Damn. The door is locked. Okay, Schön. Doppelte Sicherung. Das ist gut. Wer vernagelt und verschließt denn eine Tür? Eigentlich nur jemand, der da unbedingt will, dass niemand in diesen Raum kommt. Aber warum reicht es nicht einfach, diese Tür abzuschließen oder komplett zu vernageln? Also warum macht man beides? Das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Ich würde ganz gerne... Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie wählen kann, wo man hinkommt. Nein, kann man nicht. Ist ein bisschen schade. Ich würde ganz gerne mal gucken, ob man jetzt mit Elizabeth sprechen kann. I'll come back later. Kann man ganz offensichtlich nicht. Gehen wir in den Dining Room. Okay. Sofa. Bates ist auf jeden Fall wieder weg. William would often sit here, reading the paper. That was a very long time ago, though. Sprechen wir mal Hermandorf an. Ob er irgendwelche neuen Doctor, Infos hat. can I have a word with you? Große Güte. Ja, leg dein Buch weg. Ah, Yes. das Spiel ist schon ein Alright. bisschen in die Jahre gekommen, das sieht man mittlerweile. Ah, guck mal. Haben wir hier nochmal. Have you ever seen this man? No, I have not. He looks like someone I would remember if I had seen him. Okay. Wir haben natürlich auch noch den Schlüssel. Für den Dachboden. Vielleicht geben wir den auch It's erstmal wieder full ab of und various können damit parchments and irgendwas old scrolls. I Tolles can't see triggern. any interesting ones. Ich glaube es zwar nicht, aber wir versuchen es einfach mal. Lass uns das mal kurz machen. So, ich laufe da gerade mal hin. Bis gleich. I put the key back where I found it. Okay, zum Schlüssel zurückgeben. Ich würde ganz gerne mal I gucken. haven't any reason to go into the cellar. Naja, hast du theoretisch schon. Du könntest gucken, warum, beziehungsweise wie Morris an diese Weinflasche gekommen ist. Ich kann mir jetzt irgendwas machen. Victoria wants to be alone. I'm not going to disturb her. Okay.
Was machen wir jetzt? Vielleicht... Ich würde vielleicht den Gärtner nochmal ansprechen, weil der hat ja, glaube ich, erwähnt, dass er ein Alkoholproblem hat, der Maus. War das hier? Nee, das war nicht hier. What? Ach, da ist er. Da ist der gute Mann. Der Henry. Sprech mich mal an. Henry? Henry? Yes? Oh, der hat tatsächlich nur so ein paar Sachen. Henry, there's blood in the grinder in front of the greenhouse. Where did it come from? But that's impossible, sir. I only put branches in it. Are you quite sure? Perhaps you're right. I probably imagined it. I should probably take a rest. Who knows what I've seen? Henry, do you recognize the man in this picture? Have you ever seen him? No, sir. I don't think I have. Who is it? Should I know him? No, probably not. I just wanted to know if you had ever met him. I'm sorry, sir. Henry, I went to the greenhouse and found it locked. Why? I lock it during the day as well, just to be safe. To be safe? I don't want anyone wandering about the place and snooping in my stuff. Do we have strangers walking around here then? No, sir. That's not the problem. But I've seen Morris around there a couple times, and he's got no business there. The greenhouse and the garden are both my responsibilities. I usually lock it so that I can be sure nothing gets lost. But if you want to have a look inside, sir, I'll open it. No, I only wanted to know why it was locked. Okay, What gut, could aber das Morris heißt, wir be wissen auf looking jeden Fall for in a jetzt, greenhouse? sollten wir irgendwann mal in I will leave you to ins your Greenhouse work. wollen, dass wir einfach nur Henry ansprechen müssen, um zu sehen, damit er es öffnet. Schauen wir uns aber nochmal den Häcksler an. There is nothing here. Ja, I could swear I had seen blood. okay. I'd better take my medication. Okay. Samuel scheint also an Halluzinationen zu leiden. Zumindest ansatzweise. The door is locked. Und nimmt Medikamente dagegen. Das ist interessant. Ja. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Wie sich das noch entwickelt. Ich würde aber sagen, wir gucken mal, ob er sich jetzt tatsächlich nicht wirklich hinlegen möchte. Denn wenn er das so sagt, werden wir wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, uns hinzulegen. Oh, hier ist Bates. I have lit the fire in your room as you wished, sir. Thank you, Bates. It was quite cold in there. I will return to my duties now. If you need something, I will be downstairs in the hall. All right. Okay, der gute Bates hat sich also direkt um unser Anliegen gekümmert. Das ist sehr hervorkommt. Zuvorkommt ist das Wort, was ich gesucht habe. So, jetzt habe ich tatsächlich länger gebraucht, als ich dachte. The fireplace is lit. It's warm in here now. Das ist sehr schön. Dass das jetzt angenehm ist für dich. Haben wir hier sonst noch was? Nein. I often have headaches these days. Okay. I'd better keep them. Hm. Ich waschen wir uns nochmal. Kann dir nie schaden, sich mehrmals am Tag zu waschen. Auch innerhalb von ein paar Stunden. Was haben wir hier?
Wir haben hier noch die Schublade. Vielleicht finden wir hier noch was. Nein. Das verschlossene Bild. There's quite a lot of money in it. Okay. Sprechen wir noch mit Robert, vielleicht hat der noch was zu sagen. I need to speak with you, Robert. Sure. I spoke with Bates. Why don't you allow him into your study? Did he tell you this? You see, I just don't want anyone to disturb me all the time. I have enough of my own problems and can do without his servility. What's the matter? Nothing special, I guess. I just happen to have a bit more work than usual these days. Morris and Henry don't seem to like each other. They've got some battles going on, but unless they bump into each other too often, they cause no harm. I don't really care about their silly problems. Robert, look at this old picture. Do you know who this might be? No, I do not know that person. Why are you asking? Interesting. Man hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, positiv, also freundlich oder unfreundlich zu antworten. Ich würde jetzt mal sagen, also Robert hat uns ja nichts getan. I found the picture in the old wing, Wir wählen mal die torn to freundliche pieces in a Antwort. fireplace. Given the fact that someone has torn up the picture, the person in it is probably not anyone important. Forget about it. Morris says that Henry drinks quite a bit. I don't like that very much, to tell you the truth. Neither do I. But there was no one else to take the job. So we have basically put up with that habit of his. He has not done anything wrong yet, anyway. Not yet, right? I must go now. Right then. I'll return to my work. Victoria is in the common room. Ja, ich würde ja ganz gerne mit ihr sprechen, aber die Frau lässt sich ja nicht besuchen. Robert didn't have lunch with us. He just had something brought in here. Jennifer, the wife of Tobias Gordon. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal bei Victoria. Sonst würde mir nämlich jetzt gerade auch überhaupt nichts einfallen, was ich gerade machen könnte. Das ist natürlich schade. I'll come back later. Okay. Was mich ein bisschen stört gerade ist, dass ich nicht weiß, wo wir hin müssen. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber anscheinend haben wir noch irgendwas nicht getriggert, was wir hätten triggern müssen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch irgendwie... I'll leave him to his... Hat auch nichts mehr zu tun für uns gerade. Haben wir hier noch irgend... Ah, hier ist eine Leiter. Wir können natürlich noch hochgehen. It appears stable, but I'm not going to climb up. Hay for the horses is in there, and that's Morris's responsibility. It's rusty, but it works.
Können wir nichts tun? Okay. Hier ist auch nichts mehr, was wir machen können. Vielleicht können wir nochmal mit Bates sprechen. Das kann natürlich sein, dass Bates quasi wieder an seiner alten Wirkungsstätte steht. Vielleicht haben wir nochmal mit ihm irgendwie was zu besprechen. Bates? Zeit. Das haben wir. Schauen wir mal. Yes, sir? You're not looking well. Why don't you take a couple of days off? Thank you, sir. I will be all right. It's just William. We lived our best years together here. Indeed. You must have become very good friends over time. Yes. Please, let us not talk about this further. There has been enough sorrow lately. Bates, I want you to know that you're more of a friend to us than a servant. Thank you, sir. Bates, this might seem strange to you, but I would like to see the exact spot where William died. Oh, but why, sir? I have my reasons. Oh, well. Follow me if you insist. Okay. This is where the awful thing happened. Please, just do not ask me to describe it to you. I have told the detective everything already, and I would not want... No, that's all right, Bates. Why all of this then, sir? I can feel something is not right. I just don't know what. Have you found anything unusual around here? No, maybe just... We noticed a strange spot under the tower window, right there. No one knows where it came from. If you would allow me, sir, I'd rather go now. Certainly. I knew Bates wouldn't understand why I was doing this. Something tells me things aren't quite as they seem. Hm. Schauen wir uns mal diesen Fleck an. Oh! It looks like a symbol of some sort, or a sign. I should put this down somehow. It looks like a symbol of some sort, or a sign. I should put this down somehow. Okay. Gucken wir uns. Ja, das heißt, wir müssen irgendwas finden, um diesen Stein rauszuholen. Okay, das war eben auch alles noch nicht anwählbar, wie ihr selber gesehen habt. The castle is literally surrounded by bushes. The castle is literally surrounded by bushes. I'll have a closer look. Mhm. Also mit rechter Maustaste. Something got stuck between the branches of the shrub. What could it be? Okay, das ist ein Medaillon. Whatever it is, it seems incomplete. Whatever it is, it seems incomplete. Okay, da hat sich das tatsächlich gelohnt, dass wir einfach nochmal ein bisschen rumgelaufen sind und alle Leute angesprochen haben. Wir haben allerdings noch einen Punkt, den wir mit Bates besprechen können, wie wir ihn gesehen haben. Der ist allerdings nicht mehr da. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte... wo könnte Bates sein? Hier ist... nur der Doktor. Esszimmer ist er nicht. Hier ist er in der Küche. Gut. Das heißt, wir gucken mal. Bates, Lass wir ihn nochmal auf die verschlossene Tür ansprechen. Die Möglichkeit gab es ja noch. Yes, sir? Oh, wir können ihn noch auf dieses Medaillon ansprechen oder was I auch immer es found ist. this at that place you took me to. You mean where Sir William? Yes,
I'm quite sure it can shed some light on what has happened. I am not as optimistic as you are, sir. Maybe you should hand the object over to Detective Collier. Bates, this thing may help us discover something new. I know one thing, sir. Sir William is dead, and no one can do anything to change that. You don't happen to believe that it was a suicide or an accident, do you? I have known William too long to believe that. Well, I have already offered my opinion on the matter. Can I go now, sir? You surprise me, Bates. I'm sorry, sir. Talk to Henry. He was working on the flower beds that evening. He might know more than I do. It seems to me that Bates knows something he doesn't want to talk about. But why would he do that? No, I'm not too sure. Okay. Why is the entrance to the old tower blocked? Madam ordered me to nail the door shut so that she would not have to think about that place ever again. She does not want anyone to enter William's study. I see. I think I will go now. I'll return to my work. Ich würde ganz gerne nochmal mit Henry sprechen. Wenn der an dem Abend gearbeitet hat. Ist natürlich jetzt gerade nicht da. Das ist ein bisschen schade. Und der wird wahrscheinlich... Vielleicht ist er im... Seht ihr? Er ist in seinem kleinen Blumenhäuschen. Das ist doch gut. William used to be very fond of this place. He would often come here to make paintings and sometimes would spend whole days here. Schönes Bild. Schönes Bild des Schlosses. The Black Mirror Castle. Hier kann man sich tatsächlich nur das Porträt des Schlosses ansehen. Ich würde mal gucken, ob man hier noch irgendwie anders laufen kann oder ob das hier alles ist. Im Gewächshaus. Also es scheint anscheinend alles zu sein. Dann gucken wir mal, was Henry dazu zu sagen hat, als er den guten William gefunden hat. Do you need anything, sir? Have a look at this. I found it under the old tower. Why are you showing it to me, sir? Well, I showed it to Bates, and he suggested I speak with you. Do you know anything about it? Me? I don't see why I should. I've never seen anything like it before. He also said you had been trimming the shrubs in the area that afternoon. Yes, that's true, but I have nothing to do with this thing. Calm down. Just tell me what you know about it, that's all. All right, then. But you have to promise you won't tell Madam. I can't afford to lose my job. Of course. Go ahead. Well, I don't really know what it is, but I found a similar piece near that place. Do you have it with you? No, not really. You see, I had to pawn it. I was broke. Pawn? It doesn't seem to be of any special value. Well, maybe not the one you're holding in your hand, but there was a beautiful gem, a ruby, I'd say, in the one I found. Where did you pawn it? At old Murray's. Where else? It's good that you told me while there's still time. Give me your bill of exchange, and I will redeem the object. But I haven't got it. I don't know where I've put it. Henry, it's very important. Try to remember. I have no idea where it could be. But you won't forget about your promise, will you? It's going to stay just between us. Right, sir? We shall see. Okay. Also
Ja, ist natürlich ein bisschen schade, dass der gute Henry einfach Sachen verkauft, die ihm nicht gehören. Sich die quasi einfach unter den Nagel reißt. Und dann auch noch die Quittung dafür verliert oder verlegt. Das ist natürlich, macht die ganze Henry, Sache alles let's return to wirklich that bill of schwierig. exchange. I knew you'd ask, but believe me, sir, I really haven't got it. You needed the money, so you conveniently lost the bill of exchange? Well, yes, I needed the money, not the bill. I really didn't intend to redeem that thing. Somebody might be interested in where I found the thing, and I could lose my job. You're going to lose it for sure if you don't give me that bill. But I haven't got it. You really promised this would stay between us. Henry, you need to realize that this is very important. You had better get that bill for me. I'd give it to you right away, if I could, sir. All right. I don't believe a word of what he's saying. That picture behind us, Henry, when did William paint it? A long time ago, sir, when he still went out to the garden. Madam ordered me to leave it here, so I've been taking care of it. Sir William sure was talented. Don't you think, sir? Yes, he was. I will leave you to... Okay. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr suspicious jetzt gerade. Ich würde tatsächlich jetzt nochmal gucken, ob man vielleicht... Hier kann man immer noch nichts machen. Ob man vielleicht jetzt mit Victoria sprechen kann. Das wäre natürlich jetzt vielleicht hilfreich. Ja, entschuldigt bitte. Leicht erkältet. Victoria wants to be alone. I'm not going to disturb Gut. her. Was mich ein bisschen stört ist, dass wir da nicht reinkommen. Also, dass wir einfach nur nichts getriggert haben, um in diesen Gemeinschaftsraum zu kommen. Das würde ja helfen. Also, wenn wir mit der Frau sprechen, würde das ja helfen. Was mich halt stört, ist das hier. Dass wir diese Schublade... It's locked. Diese gegen das... I only had a couple of things and an old camera in it as far as I recall. But where did I keep the key? I'll have a look around the room. It has to be here somewhere. Oh, okay, das war mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass es tatsächlich 2 Felder gibt, die man aktivieren kann. Ich bin davon ausgegangen, deswegen war ich auch immer irritiert, dass man hier die beiden, also beziehungsweise bei der Schublade diesen roten Pfeil hat. Okay, aber das, wenn wir die untere Schublade öffnen können, brauchen wir den Schlüssel. Und Samuel hat ja gerade gesagt, dass der Schlüssel hier in diesem Raum ist. Wo würde man ihn verstecken? Bett vielleicht? Nee. Da wäscht er sich nur. Kruzifix. Gucken wir uns das mal an. The Holy Cross. Okay, wow. Das ist richtig. Türrahmen. Das wäre natürlich ein angemessener Ort, um einen Schlüssel zu verstecken. I cannot see there. It's too high. Das ist richtig, aber... I'll try reaching up there. There is something there. The key to my drawer. Aha, okay, gefunden. I knew it had to be somewhere in the room. Auch hier wieder rechter Mausklick. Das sind natürlich so Sachen, auf die muss man auch erstmal kommen. Beziehungsweise die müssen einem irgendwie auch vermittelt werden, dass es diese Möglichkeit gibt. Das haben wir in den ersten beiden Parts gar nicht gesehen. Gucken wir uns das mal an. Okay, wir haben ja die Heilige Bibel, 2 Filmrollen und eine Kamera. It should still work.
there's no film in it, and my old films are useless. They're too old to be used. My holy Bible. Ja. Das war... It's old, but operational. Ah. Gut, wir haben jetzt eine Kamera gefunden. Das bedeutet, wir können theoretisch... Weiß ich nicht machen. Das bin ich ganz ehrlich. Lass uns mal weiter gucken. Vielleicht ist Victoria mittlerweile is in the common room. immer noch im Gemeinschaftsraum. Schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht nochmal mit Robert was machen können. Und okay, das ist auch gut. May I disturb you for a few moments? I would like to ask a couple of questions. All right. I'm listening. Cool, dass man das... Man sieht das jetzt. Samuel spricht mit der Wand und Robert spricht vermeintlich mit sich selbst, als er die Tür öffnet. Das ist ein schöner Grafikbug. Finde ich cool. I need film for my camera. Do you know where I can get some? Well, perhaps down in Willow Creek. But hold on, I think I may have a couple of rolls myself. They should probably still be usable. Can you give me one? I would be happy to, but I put them in the attic with some other old things. It is in my chest. That's the one right round the corner. You'll have no problem finding it. Thank you. I'll go pick it up. Sure, take all the film you need. I have no use for it. I went to the attic to get that film, but your chest is locked. May I borrow your key? Locked? Oh, I have entirely forgotten about that. Sorry. Here's the key. Okay, jetzt kriegen wir den Schlüssel für die Kiste, die verschlossen war oben. Robert gibt den Schlüssel in die Luft und wie durch Zauberhand Thank you. landet bring er it in back. Samuels Hand You needn't hurry. und I use it nimmt ihn an so sich. infrequently. I will go now. Okay. All right. Feel free to come back if you need anything, Samuel. Das klang jetzt verlockend. Schauen wir mal, aber das heißt, wir müssen jetzt wieder in die Küche, um uns den Schlüssel zu holen für den Speicher. This is the key to the attic. Ja. I'll take it. Gut. So. Dachbodenschlüssel erhalten. Und wieder zurück. Gut, das schneide ich tatsächlich raus, komplett. Ich werde jetzt gleich wieder einsetzen, wenn ich da bin. I'm not going to lock the... So, da sind wir wieder. Ich habe mir die Freiheit genommen, das zu cutten, weil das waren einfach mal 6 Bildschirme, die man überbrücken muss. Und ich habe festgestellt, Samuel hat die Tür nicht mehr wieder abgeschlossen. Das heißt, wir können den Schlüssel bedenkenlos in die Küche hängen. Die Tür zum Dachboden bleibt jetzt unverschlossen. So, jetzt haben wir einen Film, eine Hopefully, it's Filmrolle. going to work. Das sollte ja funktionieren. I'm out of practice, but I guess the film is installed properly. So, das ist jetzt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass wir dieses Symbol, was draußen auf der Wand war, dass wir das abfotografieren können. Diese Steuerung muss tatsächlich noch klarkommen. So, kurz abgekürzt. Also das wäre jetzt so meine Idee, dass man das noch machen kann. So, das mal.
Hammer. Sein. So. All I need to do now is have the film developed. Okay. But where do I get it developed? Das würde ich sagen in Willow Creek, wo wir jetzt sowieso für ein paar Dinge hin müssen. Einmal um dieses die Quittung wieder zu bekommen, beziehungsweise das Medaillon, was Henry verkauft hat, wieder zu erhalten. Zum anderen würde ich mir ganz gerne natürlich Willow Creek angucken. I put the key back where I found it. Ja, mach mal. Und wir haben da natürlich jetzt dann auch hoffentlich die Möglichkeit, diesen Film zu entwickeln. Ich würde jetzt mal ganz kurz nochmal Robert seinen Schlüssel zurückgeben. Wir sehen uns gleich vor seinem Zimmer. Hoffentlich spricht er dann nicht mit sich selbst, sondern mit uns. So, wir klopfen an. Do you need anything, Samuel? I would like to ask about something. Here's your key back, Robert. Freundlich wie wir sind, geben wir natürlich den Schlüssel zurück. Oh, thanks. Have you found what you needed? Yes, I have. Haben wir, ja. Robert, do you know where I can get that film you gave me developed? I only know of Murray in Willow Creek. I go to him myself when I need some pictures developed. He has a dark room in his pawn shop. Do you know where it is? Yes, I remember that shop. Try him. I guess I should go there. I will go now. All right. Feel free to come back if you need it. Okay. Damit sind wir so auf jeden Fall schon mal weitergekommen. Wir haben neue Ziele. Ich würde jetzt ganz gerne einmal nochmal versuchen, ob wir vielleicht nicht noch mit Elizabeth sprechen können, bevor wir das Schloss verlassen. Victoria. Sie heißt Victoria. I'll come back later. Und will nicht mit uns sprechen. Das heißt, wir werden jetzt sehr wahrscheinlich im nächsten Part das Schloss verlassen, nach Willow Creek gehen, um dort A, unseren Film entwickeln zu lassen, B, uns Willow Creek natürlich auch ganz anzusehen und C, zu versuchen, was sehr wahrscheinlich nicht funktionieren wird, aber wir versuchen es, dieses Medaillon, was Henry verkauft hat, wieder zu ergattern. Ohne Quittung wird das wahrscheinlich sehr schwierig werden und ich denke, dass der vermeintliche Käufer sehr viel Geld dafür haben will. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich einen anderen Weg suchen müssen. Aber all das sehen wir im nächsten Part bei Black Mirror. Bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns.